Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Mountainbike von Jessica. Da wurde die Kette immer schön mit Öl geölt und ich möchte ganz gerne jetzt von Öl auf Wachs umsteigen. Damit habe ich die allererste gute Erfahrung gemacht und bin total begeistert. Und dazu möchte ich kein käufliches Kettenwachs nehmen, sondern ganz normale Kerzen. Klingt verrückt, funktioniert aber. Und nun gehen wir in die Werkstatt und schauen uns das an. Bevor wir loslegen, ihr findet in der Videobeschreibung eine Liste an Materialien und Werkzeugen, die ich einsetze. Eine Warnung vorweg, die Stoffe, mit denen ich hier hantiere, sind gefährlich und auch entflammbar. Für euch ist das nur als Inspiration zu verstehen, das hier ist keine Anleitung, bitte macht das so nicht nach. So, ich habe jetzt hier diesen Topf, da ist schon ein bisschen Wachs vom vorherigen Versuch drin. Das war allerdings ein bisschen wenig. Die Kette war nicht richtig bedeckt. Des Weiteren ist das dann recht schnell überhitzt, das Wachs, weil einfach sehr wenig Wachs drin war und das ließ sich schlecht heiß machen. Also kommt hier noch ein bisschen Wachs in Form von weiteren Kerzen dazu. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, die richtigen Kerzen zu finden. Ich bin durch die Märkte gegangen und bei vielen Kerzen steht gar nicht drauf, woraus sie bestehen. Und mir war wichtig, dass die Kerzen aus 100% Paraffin sind. Und ja, bei diesen bin ich dann fündig geworden. So, ich habe jetzt hier genug Kerzen drin. Das Candlelight Dinner muss heute Abend leider ausfallen. Dafür gibt es gewachste Kette. Irgendwie unromantisch. Ich will euch mal den Antrieb von meinem ersten Probebike zeigen, dann könnt ihr sehen, warum ich so davon begeistert bin. Wenn ihr euch das Bike anschaut, das ganze Rad ist dreckig. Ich bin damit auch regelmäßig unterwegs. Nur der Antrieb, der ist wunderbar sauber. Ich habe den jetzt nur mal durch ein Mikrofasertuch gezogen, die Kette, und das ist echt super. Und im Gegensatz zu einer geölten Kette habe ich hier in den Innenlaschen nicht diesen Dreck, der sich anlagert. Bevor ich jetzt meinen Wachs erhitze, habe ich hier meine zwei Ketten, die möchte ich erstmal vorbereiten. Hier die Kette für den 12-fachen Antrieb und hier habe ich noch eine Kette für ein weiteres Bike, was ich auch noch umbauen möchte. Um die Ketten zu entfetten, habe ich hier ein Glas, da kommt eine Kette nach der anderen rein. Da habe ich hier handelsüblichen Verdünner, der kommt hier jetzt rein. Dann mache ich das hier zu. Dann schütteln wir das bisschen und schauen, dass das ganze Fett hier rausgeht. Kurze Anmerkung, wir hantieren hier mit gefährlichen Chemikalien. Chemikalien, die brennen können, die schädlich sind. Macht das bitte nicht so wie ich. Das ist hier keine Anleitung. Die erste Kette hat jetzt den ersten Durchlauf. Ich lege die jetzt beiseite und dann kommt die zweite Kette dran. Der Verdünner kommt jetzt beiseite, jetzt gibt es nochmal einen neuen Verdünner und dann werden die Ketten nochmal gebadet. Hier ist jetzt nochmal Verdünner. Die Kette kommt beiseite, die zweite Kette. Man sieht, der Verdünner hat einiges an Dreck aufgenommen. Hier links ist das erste Schütteln, hier ist das zweite Schütteln, das ist jetzt schon klarer. Ich denke mal, einmal werde ich das wohl noch machen. Ich habe die beiden Ketten jetzt bearbeitet. Die eine klingt schön klapperig. Die scheint jetzt soweit okay zu sein.
Bei der zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Ich werde die vorsichtshalber nochmal mit Bremsenreiniger einsprühen. Das habe ich auch gelesen, dass Bremsenreiniger auch noch eine Option ist. Also gibt es nochmal einen Bremsenreiniger. Bad. Die Ketten gefallen mir so ganz gut und die kommen jetzt nach draußen zum Auslüften. So, während die Ketten jetzt auslüften, kann ich die Kassette sauber machen. Ich habe die erste Kassette beim ersten Versuch einfach am Fahrrad sauber gemacht. Das war aber eingebaut im Fahrrad fürchterlich schwierig und ich hoffe, dass das jetzt hier besser geht. Ich habe hier so eine Schale, die eigentlich zum Ölwechsel benutzt wird vom PKW und ich habe jetzt noch Bremsenreiniger übrig und ich denke mal, das lässt sich jetzt hier hoffentlich auch ganz gut sauber machen. So, ich denke, die Kassette ist jetzt schön sauber. Ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Und man sieht jetzt hier auch schön, wo das ganze Öl nicht mehr dran ist, wie abgeknubbelt die Zähne doch an allen möglichen Stellen schon sind und wie silbern die schon ist. So, das lege ich jetzt auch zum Auslüften und währenddessen mache ich noch das Kettenblatt sauber. Ja, und dann kann die Kette weiter bearbeitet werden. So, der restliche Antrieb ist sauber. Das Kettenblatt ist sauber, die Schaltwerksröhrchen sind sauber, meine Kette ist ausgelüftet, ja und dann geht es weiter mit der Kette. In unserer Suppenküche fehlt natürlich noch der Herd. Hier ist unser Herd mit besonders hübschen Abdeckkappen für die Herdplatten. Den schließen wir jetzt an. Dann kommt unser Wachs hier drauf. Das stelle ich jetzt auf kleinste Stufe. Und das kann jetzt auf kleinster Stufe schmelzen. Um die Temperatur des Wachses zu kontrollieren, habe ich hier dieses kleine Infrarotthermometer. Das habe ich mal von einem vorherigen Projekt. Und damit kann ich die Temperatur messen. Man sieht, die Herdplatte wird warm. Während das Wachs schmilzt, werde ich die Ketten nehmen. Ich habe hier einen alten Schaltdraht und werde die hier drauf fädeln. Während das Wachs schmilzt, kommt jetzt noch unser Additiv dazu. Ich habe beschlossen, dass ich einfach nur Graphit rein tue. Ich habe bewusst gesagt, ich möchte hier kein Teflon drin haben. Teflon ist eine Umweltsauerei und kommt da nicht rein. Einfach nur ein bisschen Graphitpulver. Hat ein bisschen was von Frittieren. So, ich denke, ich kann mein Graphitpulver dazugeben. So, ich denke, die Temperatur ist jetzt okay. Ich werde jetzt die Ketten ins Wachsbad tun. Wie man sieht, kommen jetzt hier die ganzen Bläschen hoch. Sind alles die Hohlräume, die in der Kette drin sind. Die füllen sich jetzt mit Wachs. Und jetzt lassen wir das Ganze 20 Minuten ziehen.
So, die 20 Minuten sind rum. Ich mache jetzt den Herd aus und nehme die Ketten von der Herdplatte. Jetzt lasse ich das Wachs so lange abkühlen, bis sich hier eine Haut bildet obendrauf und dann kann ich sie rausnehmen, die Ketten. So, auf dem Wachs bildet sich jetzt oben eine Haut. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich halte das hier mal in die Kamera. Das soll jetzt der richtige Zeitpunkt sein, die Ketten rauszuholen. Das heißt, ich nehme jetzt die Ketten raus. Lasse sie kurz austrocknen. Austropfen, ein paar Tropfen kommen jetzt. Und hänge sie jetzt zum Abkühlen auf. Hier hängen jetzt meine beiden Ketten und dürfen auskühlen. Jetzt kommt hier ein Deckel drauf. Das Wachs kann ich fürs nächste Mal wieder verwenden. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze abkühlen und dann machen wir weiter. So, es ist jetzt einige Zeit vergangen. Die Ketten sind abgekühlt und dann wollen wir sie uns mal anschauen. Hier haben wir die Ketten. Schaut mal. Die sind jetzt ganz fest. Da hängt wirklich das Wachs drin. Die Kettenglieder sind jetzt wirklich unbeweglich. Und ich will die jetzt mal beweglich machen. Dazu suche ich mir eine Fläche, die frei ist. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt, damit ich das überschüssige Wachs, was gleich runterfällt, schön wegfegen kann im Anschluss und wegschmeißen kann. So, und ich habe jetzt hier, jetzt merkt man, die Kettenglieder sind richtig fest, richtig unbeweglich. Und ich will die jetzt alle einmal bewegen und da fällt auch schon das Wachs runter. Ja, die gewachsene Kette ist draufgezogen. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ich bin gespannt, wie unsere Langzeiterfahrungen sein werden, insbesondere auch im Herbst und Winter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht und das hilft uns sehr. Ja, ansonsten vielen Dank. Lasst uns gerne noch mal wissen, ob ihr Team Ölen oder Team Wachsen seid. Gerne unten in die Videokommentare. Das ist super interessant, da diskutiere ich gerne mit euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!